Hallo zusammen und willkommen zu meinem Kanal Mizuki's Home. Ich bin Mizuki. Heute zeige ich euch, wie man japanischen Yakimeshi, also gebratenen Reis, kochen kann. Das ist Yakimeshi. Yakimeshi schmeckt richtig lecker und sehr einfach zu kochen. Wenn man zu Hause Reis hat, dann kann man schon Yakimeshi kochen. In diesem Video zeige ich euch, wie man meinen Yakimeshi kochen kann. Dann, das geht's! Als Zutaten für Yakimeshi braucht man Reis, Rinderhack, Ei, Zwiebeln, Lauchzwiebeln, Eisbergsalat, Sojasauce, Oysternsoße, Öl, Hühnerknochenbrühe und Pfeffer. Okay, dann bereite ich mal die Zutaten zu. Ich benutze halben Zwiebeln, deswegen ja, schneide ich mal. Ich mag nicht so Zwiebeln schneiden bzw. die Schäle wegzumachen. Das war einfach. Aber manchmal klebt richtig dann. Ich mag dann das nicht. Wahrscheinlich diese. Gibt es irgendwie einen Trick? Ja, diesmal war richtig einfach. Genau. Dann ich benutze nur halben Zwiebeln. Dann schneide ich diesen halben Zwiebeln klein. Ich habe Zwiebeln geschnitten. Aber Moment. Heuschnupfen. Oh Gott. Habt ihr auch Heuschnupfen? Ich habe Heuschnupfen richtig stark. Und ja. Ich muss ein bisschen weinen. Das ist wegen Zwiebeln auch. Aber auch Heuschnupfen. Ich mag Frühling, aber ich mag nicht Heuschnupfen. In Japan hatte ich auch Heuschnupfen. Also seit 5. Klasse oder so habe ich Heuschnupfen. Und ich dachte, wenn ich nach Deutschland komme, habe ich kein Heuschnupfen. Dann falsch. Ich habe sogar auch in Deutschland. Ja, es gibt manchmal andere Bäume, andere Natur, denke ich. Ne? In Deutschland gibt es zum Beispiel Birke vielleicht. Gibt es ganz viel. In Japan sehe ich nicht so oft Birke. Und ich habe eigentlich andere Heuschnupfen von Bäumen, zum Beispiel Sugi. Ja, und Sugi weiß ich nicht, ob es auch in Deutschland gibt. Ja, schade. Also, Zwiebeln und Heuschnupfen machen mich fertig. Okay, dann Zwiebeln gebe ich mal in eine Schüssel. Okay. Und ja, ich benutze auch etwas Grün, also Lauchzwiebeln. Ich habe schon mal geschnitten. Das benutze ich auch. Und ich gebe auch Eisbergsalat. Auf Japanisch Lettuce. Ja, Lettuce gebe ich auch für meinen Yakimeshi. Ja, deswegen schneide ich auch das. Aber ich gebe nicht so viel. Wenn man zu Hause Eisbergsalat hat, dann könnt ihr auch benutzen.
Und für Yakimeshi benutzt man auch Ei. Ich benutze heute für eine Portion Yakimeshi ein Ei. Ihr könnt natürlich auch 2 Eier benutzen. Und man sollte vorher Eier raus in die Schüssel geben. Und man sollte vorher Eier rühren. Okay, ich habe alle Zutaten vorbereitet. Und ja, für Yakimeshi gebratenen Reis braucht man natürlich Reis. Und diesen Reis habe ich gestern schon gekocht, also ein bisschen alten Reis, ne? Und das sagen wir auf Japanisch Yagohan. Gerade gekochter Reis ist ein bisschen noch weich und klebrig, also wenn man einen japanischen Reis benutzt, ne? Aber wenn man ein bisschen kalten Reis benutzt, dann könnten Reiskerne durcheinander. Deswegen benutze ich lieber kalten Reis. Und ungefähr 50 Gramm Rindhackfleisch. Ihr könnt natürlich Fleisch weglassen oder ihr könnt auch andere Fleisch geben und so. Ich benutze heute Rindhackfleisch. Dann Eisbergsalat, Lauchzwiebeln und Zwiebeln. Und ich habe heute diese Zutaten, aber ihr könnt natürlich andere Zutaten geben. Ne? Man braucht nur Reis und ein paar Inhalte. Dann bereite ich mal die Soße für Yakimeshi zu. 1 Teelöffel Hühnerknochenbrühe, 2 Teelöffel Sojasauce, 2 Teelöffel Austernsoße, ein bisschen Öl und eine Prise Pfeffer. Dann verrühre ich die Soße gut. Die Soße ist fertig. Ich muss nur dann Inhalte braten und dann einfach nur würzen. Sehr einfach, oder? Man kann Yakimeshi sehr einfach kochen und die Reste vom Essen kann man benutzen. Also kann man mit Yakimeshi sehr gut sparen. Zeit und Geld und ja, Kräfte vielleicht. Dann brate ich mal Yakimeshi. Dann mache ich Herd an und gebe mal Öl. Ich benutze heute für meine Yakimeshi Rindhackfleisch. Deswegen brate ich als erstes. Ich habe Rindhackfleisch fertig gebraten. Ich gebe das erstmal in eine Schüssel oder auf einen Teller. Gut, dann gebe ich mal Eier. Schnell rühren und einfach drauf gebe ich mal Reis. Dieser Schritt sollte man ein bisschen schnell machen. Ich gebe dann Zwiebeln auch dazu. Ich möchte diesen Reis ein bisschen durcheinander machen, deswegen brate ich sie zwischen mittlerer und maximaler Hitze. Und gebe schon mal Lauchzwiebeln. Und gebe ich auch diesen gebratenen Rindhackfleisch. Man kann auch garnieren oder Shrimp oder so auch geben. Schmeckt bestimmt richtig gut. Oder Bacon oder
irgendwas Speck von Schweinefleisch oder so geht auch, denke ich. Man kann natürlich auch nur Eier essen oder so. Yakimeshi hat ganz verschiedene Varianten und Gewürze auch ganz verschiedene. Ich mache heute so, aber ich mache manchmal Ingwer auch rein und so. Also Yakimeshi kann verschiedene Geschmack haben. Okay, dann Yakimeshi habe ich ungefähr schon alles durchgebraten, denke ich mal. Und Eisbergsalat gebe ich ganz zum Schluss. Davor gebe ich mal Gewürze. Ja, muss gut braten. Sieht gut aus, ne? Ich brate ein bisschen noch weiter. Ich möchte diese Flüssigkeit von Soße wegmachen. Deswegen brate ich ein bisschen weiter. Aber vorsichtig, nicht verbrennen, ne? Zum Schluss gebe ich Eisbergsalat. Sieht gut aus. Dann schalte ich den Herd aus. Dann Yakimeshi ist fertig. Ich serviere dann Yakimeshi auf den Teller. Wenn man solche runde Schüssel hat, dann kann man damit sehr gut runde Yakimeshi servieren oder dekorieren. Okay. So, jetzt in eine Schüssel und damit nicht kaputt geht, sollte man von oben ein bisschen drücken. Dann mache ich so. Man kann auch Yakimeshi mit eingelegten Ingwer zusammen essen. Das schmeckt auch sehr gut. Das ist Yakimeshi. Dann itadakimasu. Mal sehen, mal sehen. Drinnen sieht so aus. Itadakimasu. Sehr lecker. 美味しい。Ingwer macht ein bisschen frisch. Passt sehr gut. Wie war das Video? Yakimeshi war sehr lecker und es war sehr einfach zu kochen. Probiert ihr auch mal zu Hause Yakimeshi zu kochen. Es schmeckt richtig gut. Lasst bitte ein Abo da und bitte gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Ja, und schreibt gerne in die Kommentare, wenn Yakimeshi sehr gut schmeckt. Auch wenn nicht, schreibt bitte. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dann, ciao!